Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück. Ja, heute sprechen wir über das Thema Native Advertising im Podcast, wie es zum Branding beiträgt und euch langfristig Kunden bringt. Herzlich willkommen an dem wunderschönen heutigen Freitagabend. Wochenende wird eingeläutet. Das ist an der heutigen Krise natürlich irgendwie erstmal ein anderes Thema als sonst. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und bevor wir mit dem Hauptthema starten, möchte ich einen kleinen Aufruf starten an euch. Und zwar an alle da draußen, die das hier sehen und zuhören und sagen kann, ich habe einen eigenen Podcast. Ich habe eine Show mit Interviewpartnern und ich suche, weil mir so langsam der Stoff ausgeht, nach spannenden Leuten, die wirklich was zu sagen haben. Also die nicht einen Wochenendkurs hinter sich gebracht haben und danach meinen, sie seien Experten und möchten ihren Senf zu irgendwelchen Themen abgeben, sondern die echt mehrere Jahre Erfahrung, fundiertes Wissen, fundierte Expertise, fundiertes Ratgeberdasein, sprich auch eigene Methoden und Ähnliches entwickelt haben, in einem Bereich besitzen. Und wenn ihr nach solchen Personen sucht, möchte ich ganz gerne hier mein Netzwerk auch mal aktivieren, da ich in der Podcast-Welt ja unterwegs bin und euch zusammenbringen. Das heißt, wenn ihr eine Show habt und nach Experten Ausschau hält, dann gebt mir entweder eine PM oder schreibt es hier unten in das Kommentarfeld mit euren Kontaktdaten und in welcher Branche, zu welchem Thema jemand sucht. Und dann werden wir das in Zukunft mal matchen. Ich werde euch auch in den nächsten Folgen hier den einen oder anderen Experten vorstellen, damit ihr euch auch so schon zusammenfinden könnt. Ja, dann schön, dass ihr da seid. Ich sehe, es sind auch ein paar live an der Stelle. Das freut mich sehr. Sagt doch einfach mal kurz Hallo in den Chat, damit ich mal so sehen kann, wer denn wirklich da ist. Heute sprechen wir, wie gesagt, über das Thema Native Advertising. Native Advertising ist etwas, was wir im Grunde genommen schon seit sehr, sehr vielen Jahren sehr regelmäßig tun. Ja, wir gehen in ein Restaurant, wir finden es gut, Freunde fragen uns, sag mal, ich würde gerne mit meiner Frau essen gehen, kennst du nicht einen guten Italiener? Und plötzlich passiert eine Empfehlung. Also was hinter Native Advertising steckt, ist im Grunde genommen Empfehlungsmarketing. Nicht das, was in MLM-Umfeld passiert an der Stelle, sondern wirklich, dass man sagt, du, ich habe hinterher heute schon eine Empfehlung passiert, danke dafür, lieber Günther, sondern dass ihr, jetzt habe ich einen roten Faden verloren, sorry, dass ihr im Endeffekt eine wertvolle, ernst gemeinte Empfehlung, sprich ein von euch selber, erlebtes Produkt, erlebte Software, erlebte Dienstleistungen, erlebte Menschen, erlebte Unternehmen, einfach sagt, die möchte ich ganz gerne an andere weiterempfehlen, so wie ich das jetzt gerade eben mit meinem Netzwerk getan habe, nämlich gesagt habe, ich möchte gerne Menschen zusammenbringen, die vielleicht was voneinander haben an der Stelle, sprich etwas zu sagen haben und der andere eine Bühne, um dieses Wissen auch weiter zu transportieren und mit seinen Fans und Followern zu teilen. Beim Native Advertising fließt dabei so ein bisschen Geld, denn wir sind hier im Bereich der Werbebranche unterwegs. Es ist allerdings ein ganz anderes Feld als das Thema, was wir letztens besprochen haben, und zwar das Thema Audiospots. Audiospots sind, ich wiederhole das vielleicht nochmal ganz kurz, damit der Unterschied viel klarer wird an der Stelle. Audiospots sind vorher produzierte Werbestückchen, ja, von 20 bis teilweise auch 60 Sekunden, je nachdem, meistens aber relativ kurz, wo entweder ein Abverkauf oder eine Image-Kampagne drüber läuft, über ein Produkt, über eine Marke, über ein Unternehmen und das in einen Podcast platziert wird. Ich werde euch gleich auch nochmal kurz eine Grafik hier einblenden, wie das beim Native Advertising aussieht, an welchen Stellen quasi im Podcast ein Native Advertising platziert werden kann. Beim Audiospot ist es so, dass kein wirkliches Matching zwischen dem Inhalt, sprich dem Werbetreibenden, also dem werbenden Unternehmen und der Podcast-Zielgruppe, also den Hörern stattfindet. Das heißt, es kann passieren, dass in einem veganen Podcast Fleisch beworben wird, ja, oder ungesundes Essen oder Lederprodukte, ja, Handtaschen zum Beispiel oder so, keine Ahnung. Also dass dann wirklich eher ein Image-Schaden für beide Parteien passiert. Das ist beim Native Advertising nicht ausgeschlossen, aber weitestgehend zu kontrollieren, denn
Und das ist das, was diese beiden Felder auch so unterschiedlich macht. Es ist hier so, dass sich der Werbetreibende, also das werbende Unternehmen und der Podcaster quasi gemeinsam matchen. Sie unterhalten sich im besten Fall darüber, wer ist die Zielgruppe des Podcasts, was ist das Ziel der Werbung und wie können sie übereinander kommen. Ich hatte letztens mal das Beispiel mit einem Golf-Podcast gebracht, das möchte ich hier auch mal wieder aufgreifen. Ja, wenn ich also als Host, also als Moderator, als Besitzer der Show im Endeffekt über Golftechniken rede, dann wird mein Hörer dankbar dafür sein, wenn ich ihm zum Beispiel ein gutes Ressort empfehle oder eine neue Golfschläger-Serie beispielsweise oder Produkte aus diesem Bereich. Und hier kann eben eine gute Werbepartnerschaft entstehen, indem der Golfschlägerhersteller beispielsweise sich einen Platz in diesem Podcast oder in einer Episode kauft. Ich mag euch das, ich muss mal gerade ganz kurz eben den Bildschirm ändern, dann zeige ich euch das gerade ganz kurz, wo man das platzieren kann, wenn ich das jetzt eben mal finde. Haha. Ja, Moment, ganz kurz. Image wird eingeblendet. Ich sehe es gerade nicht, tut mir leid. Der falsche Bildschirm. Da ist er. So, ihr müsstet jetzt einmal eine Grafik sehen. Genau. Und zwar ist das quasi eine Episode abgebildet, stilistischer Natur, wo ich die 3 Platzierungsmöglichkeiten eines Native Advertisings sehe. Am Anfang ist die sogenannte Pre-Roll, am Ende Post oder einige nennen sie auch End-Roll oder dementsprechend irgendwo in der Mitte aufgehangen. Ich stoppe das mal wieder ganz kurz, damit wir uns wieder sehen können. Danke dafür. So, es gibt vielerlei Unterschiede bei der Platzierung, auch bei dem Matching dessen. Am Anfang ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige abspringt und sich die Werbung nicht anhört, sehr, sehr gering. Dementsprechend ist das auch eine relativ teure Platzierung. Dass ich am Ende die Werbung nicht mehr mitbekomme, weil ich früher ausgestiegen bin, ist sehr, sehr wahrscheinlich. Deswegen ist das eine günstigere Werbeplatzierung, eigentlich die günstigste von den 3 Möglichkeiten. Ja, deswegen ist das nicht unbedingt für den Abverkauf oder fürs Branding eine gute Positionierung an der Stelle. Ehrlich, wenn ich das ein bisschen ausprobieren will oder wenn ich zusätzlich quasi am Anfang und am Ende werben will, ist das eher eine ergänzende Platzierung. Die Mitte ist die teuerste Platzierung und auch eine, die nicht von jedem Podcaster angeboten wird. Einfach aus natürlichen Umständen, denn ich muss ja mitten in meiner Show, als wenn ich jetzt quasi unterbrechen würde und jetzt einen Werbeblock einblenden würde, würdet ihr auch sagen, sag mal, Carmen, was soll denn das? Ne? Das heißt, ich unterbreche den Hörfluss meines Publikums und auch mein Thema. Das heißt, es muss gut platziert werden, es muss eine gute Fähigkeit dahinter sein, auch an der Stelle eine richtige Pause zu setzen und nicht, wie es im Fernsehen und im Radio üblich ist, an der interessantesten Stelle einfach gerade mit Werbung zu unterbrechen und zu nerven. Denn das wollen wir mit Native Advertising eben vermeiden. Ja, es ist interessanterweise gibt es Studien ja dazu, wie erfolgreich Advertising in Podcasts sind und diese Art und Weise ist die erfolgreichste, deswegen kriegen wir auch so Zahlen wie 87% Werbeakzeptanz überhaupt hin. Was mich daran allerdings echt fasziniert hat an den Ergebnissen war, dass herausgefunden worden ist, ich bin ein bisschen fahrig heute, Entschuldigung, ist, dass die eher sachlich rübergebrachten Empfehlungen, also meine Lieben, ich habe gestern eine Software ausprobiert zum Thema Newsletter-Marketing, ich bin da sehr begeistert auch von den neuen Features, ja, also eher sachlich, anstatt emotionale Ausbrüche dann dabei zu haben, die kommen wohl nicht so gut rüber. Die Frage ist bei solchen Statistiken immer, welche Zielgruppe beziehungsweise welche Leute hat man befragt. Mehr so die Blauen, die Sachlichen, ja, oder mehr die Sanguiniker, so wie ich einer bin. Dann wäre wahrscheinlich das Ergebnis, mehr emotionale Spots sind geiler, besser angekommen oder mehr an der Stelle bestätigt worden. Aber ich glaube, das ist immer so eine Sache, ne? Ich glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Aber damit man so eine Idee bekommt, bei den Befragten kamen die sachlichen Spots besser an. Einfach mal so neutral weitergegeben. Wichtig ist auch dabei, damit eben kein Image-Schaden entsteht, auch kein rechtlicher Schaden entsteht für beide Parteien, dass bitte ihr darauf achtet, also ihr als Werbetreibender, als auch der Podcaster, dass ihr bitte diese Werbung als solche kennzeichnet. Ja, denn man kann ja auch mal was empfehlen, weil man einfach Bock darauf hat. Wir kennen das aus dem Influencer-Marketing. Von Social Media wird es sehr, sehr gerne gemacht, dass ich mir eine Tasche empfehle oder diesen tollen Lippenstift, ja, oder dieses Urlaubsörtchen, wo ich mich gerade befinde. Ja, und wenn da Geld im Hintergrund fließt, muss man das auf jeden Fall kennzeichnen. Aber es gibt ja auch Gerichtsurteile, wo man das kennzeichnen muss, wenn es nicht
dementsprechend bezahlt worden ist. Ja, ich sehe das versetzte Bild zum Augenwinkel, fühle ich mich gerade so ein bisschen, ja, alles gut. Meine Lieben, schön dafür. So, jedenfalls bitte wichtig, immer kennzeichnen, immer den Leuten mitteilen, das hier ist ein Werbeblock. Ja? Und entgegengesetzt der Erfahrungen, die wir aus Radio und Fernsehen haben, möchte ich euch hier bitte den Tipp mitgeben und ehrlich gesagt eine Bitte mitgeben, macht es nicht so wie Tim Ferriss und solche wahnsinnig erfolgreichen Amerikaner. Ja, die verdienen pro Monat ihren 5- bis 6-stelligen Betrag nur über Podcast-Advertising in ihren Podcasts. Die haben aber auch eine Followerschaft von ein paar Millionen. Aber die haben nicht nur einen Spot am Anfang, in der Mitte oder am Ende, sondern die haben gleich 4, 5, teilweise 6 Werbeblöcke hintereinander. Das ist so ein Moment, wo ich sage, lohnt sich das, so lange da dran zu bleiben? Ist der Inhalt wirklich so gut in dieser Episode, dass ich mir diese Werbung, die dann teilweise wirklich nicht mehr an die Zielgruppe und vor allen Dingen auch nicht an den Inhalt der Episode angepasst ist, also da wird sehr, sehr kommerziell auch gehandelt. Das ist immer so der schmale Grat zwischen Vergraulen der Zielgruppe und Geld verdienen. Ne? Also irgendwann funktioniert das Geldverdienen nicht mehr, weil es ist keiner mehr da, der die Produkte kauft und dann springen euch auch die Sponsoren beziehungsweise in dem Fall die Werbepartner ab. Also es muss immer ein gesundes Verhältnis dazwischen bestehen. Also bitte die Dollarzeichen erstmal zur Seite legen, sondern gucken, dass ihr die Hörerschaft befriedigt im wahrsten Sinne des Wortes, dass ihr die zufrieden macht und denen Spaß bereitet und quasi mit echten guten Empfehlungen dann an der Stelle. Ja, das ist deswegen auch eher eine Werbeart, die mehr vom Mittelstand durchgeführt wird, weil der Großkonzern einfach sagt, ich habe keine Zeit. Wir haben keine Manpower, keine Lust dazu, uns mit jedem einzelnen Podcaster auseinanderzusetzen und individuelle Besprechungen zu halten an der Stelle. Und die sagen einfach, nee, wir packen das quasi über den Ad-Server, wie wir das beim Audiospots bei der Episode uns angehört haben. Und denen ist das dann im Endeffekt egal. Da geht es nämlich wirklich um die Streuung des Markennamens über die breite Masse oder gerade die Werbekampagne einer neuen Coca-Cola-Sorte oder ähnlichem an der Stelle. Ja, nicht bezahlte Werbung. So viel zum Thema. Also das sind immer so die Fragen. Es kommt halt darauf an, was ist euer Ziel, was ist die Strategie dahinter steckt und daraufhin muss man eben sehen oder aussuchen, welche der bisher hier präsentierten 3 Werbearten, die wir im Podcast benutzen können. Ich fasse das kurz nochmal zusammen. Das Thema Sponsoring, das Thema Audiospots oder was heute besprochen worden ist das Thema Native Advertising. Alle 3 sind sehr unterschiedlich, haben unterschiedliche Auswirkungen, haben unterschiedliche Preise, aber auch unterschiedliche Ziele, die wir damit verfolgen können. Und dementsprechend auch unterschiedliche Podcaster, die sich darauf einlassen. Denn die einen finden Sponsoring total toll, würden dann sich aber niemals auf Audiospots einlassen und umgekehrt. Ne? Das heißt, da muss man immer so ein bisschen gucken, dass es passt. Gut, meine Lieben, gibt es von euch, von unseren Zuhörern, meinen Zuschauern hier gerade irgendwelche Fragen zu diesem Bereich? Ja, ich habe heute keine Kritik des zu schnellen Sprechens bekommen. Danke dafür. Ich merke das so ein bisschen dadurch, dass ich halt so wenig persönlichen Kontakt habe im Moment. Also ich oute mich jetzt gerade mal. Ich gehe fast jeden Tag irgendwie was einkaufen, damit ich irgendwie unter Menschen bin. Ich finde das sehr traurig, ich weiß. Aber so als Single ohne Haustiere und sowas zu Hause ist das echt doof. Man hat einfach nur noch über solche Gerätschaften wie oder Telefonkontakt. Und das ist so für mich als ich liebe menschlichen Kontakt, das ist echt schwer. Von daher seht's mir nach, dass ich dann das durch schnelles Sprechen kompensiere, indem ich mich so freue, wieder zu Leuten irgendwie eine Art von Kontakt aufzubauen. Das gehört ein bisschen dazu. Gut, ihr Lieben, also vergesst nicht, mir mal eine PM oder hier eine Nachricht zu schreiben, wenn ihr nach einem Gesprächspartner sucht in eurem Podcast nennen und bitte das Themengebiet, woraus ihr jemanden sucht, dann kann ich das Matching auch herstellen. Und ansonsten, morgen Samstag. Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich es um 18:30 Uhr schaffe. Das muss ich noch mal rausfinden, weil sich morgen mein Lions Club trifft. Wir haben quasi ein ganztägiges Online-Meeting. Bei dem schönen Wetter x Stunden vor der Matze sitzen. Mal gucken, wie das so klappt. Aber ich freue mich auf mein Netzwerk. Von daher ist es schön, dass wir uns dann mal wieder austauschen. Mal gucken, wie es allen so geht. Von daher werde ich euch morgen zwischendurch informieren, ob 18:30 Uhr passt oder ob ich ein bisschen später online komme. Ich habe heute Sabbelwasser getrunken. Und dann werden wir uns dementsprechend auf jeden Fall morgen aber wieder treffen. Ich werde morgen eine Hörerfrage beantworten. Und zwar aus einer der ersten Folgen kam so die Frage,
Wie kriege ich es hin, dass mir das Schneiden hinterher meiner eigenen Folgen leichter fällt, weil ich nicht so viele Aussetzer, also heute, das wäre so eine Folge, da müsste mein Postproduzent sehr, sehr viel schneiden, weil ich einfach so viel Quatsch dazwischen hatte. Sorry dafür. Wie das also passieren kann oder wie ich das vermeiden kann, andersrum, sondern wie es nicht passiert. Da werden wir uns morgen drüber unterhalten. Da habe ich mir heute ein paar Gedanken zugemacht, was ich euch dann morgen zu erzählen möchte. Und ihr werdet überrascht sein, was ich euch dazu zu erzählen habe. Es wird mit Sicherheit nicht das sein, womit ihr rechnet. Ha, Cliffhanger. Ja, so, jetzt höre ich auf. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen guten Start ins Wochenende, hoffentlich genügend Toilettenpapier zu Hause und auf jeden Fall viel Gesundheit. Wir sehen und hören uns morgen in alter Frische. Gleichen Kanal, wie gesagt, Uhrzeit kläre ich noch, aber da werdet ihr auf jeden Fall eine Nachricht hier auf dem Channel finden und die Uhrzeit sehen und dann hören wir uns wieder. Bis dahin, meine Lieben. Ciao, ciao.